Und wir haben jetzt hoffentlich dann online zugeschaltet den Herrn Mohr. Und er wird uns was erzählen zur alimentären Übertragung von Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus. Er ist am Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Bern in der Schweiz. Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und die Präsentation sehen. Ich möchte Ihnen in meiner Präsentation die alimentäre Übertragung von Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus vorstellen. Mein Name ist Dominik Mohr, ich arbeite am Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Bern und bei uns im Labor ist auch das nationale Referenzlabor für durch Lebensmittel übertragbare Viren angesiedelt. Deshalb befassen wir uns auch mit solch viralen Themen. Zu meiner Präsentation, ich gebe zuerst eine kurze Einleitung in die Thematik, dann werde ich etwas zum Virus und zum Vektor erzählen, dann über die Krankheit berichten, den alimentären Übertragungsweg aufzeigen. Wir haben dann bei uns eine Nachweismethode etabliert, die werde ich kurz präsentieren und dann die Resultate von einem Ziegenmilchmonitoring, welches wir im Jahr 2021 durchgeführt haben. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, abgekürzt FSME, ist die häufigste virale, durch Zecken auf den Menschen übertragene Zoonose in Zentral- und Osteuropa. Die Krankheit ist in der Schweiz seit 1988 meldepflichtig. Die aktuellen Fallzahlen bewegen sich um 300. Wir hatten aber im Jahr 2020 hatten wir einen Peak von 454 Fällen, das wahrscheinlich wegen dem Coronavirus-bedingten Lockdown, weil sich da viele Menschen in der Natur aufgehalten haben. Vor 10 Jahren waren die Fallmeldungen noch unter 100, das heißt, wir hatten in den letzten 10 Jahren eine sehr deutliche Zunahme von Fällen. Die Krankheit wird durch das FSME-Virus verursacht. FSME-Virus kann beim Menschen grippeartige Symptome verursachen, in schweren Fällen auch zu Entzündungen des zentralen Nervensystems führen. Betroffen sind die Hirnhäute, das Gehirn und das Rückenmark. Die Verbreitung von FSME-Virus in der Schweiz ist eben die gesamte Schweiz inzwischen bis auf Höhen von 2000 Metern über Meer. Man vermutet, da hat auch der Klimawandel etwas mitgeholfen, dass das bis in höhere Lagen eben anzutreffen ist. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt vor allem durch einen Zeckenstich. Betroffen von Zeckenstichen sind auch Nutztiere. Sie können sich auch auf diesem Weg infizieren, also Ziegen, Schafe und auch Kühe. Wenn das geschieht, dann kann für eine kurze Zeitdauer das Virus über die Milch ausgeschieden werden. Das heißt, eine Infektion durch den Konsum von kontaminierter Rohmilch und daraus hergestellten Rohmilchprodukten, zum Beispiel Frischkäse, wie auf dem Bild oben rechts, ist möglich. Der Konsum von Rohmilchprodukten, also unprozessierte Lebensmittel, ist in der Schweiz sehr populär aus gesundheitlichen Aspekten. Es gibt gegen FSME eine sehr wirksame Schutzimpfung, aber Impfungen sind aktuell nicht sehr populär, nicht nur gegen FSME. In der Schweiz sind ca. 30% der Bevölkerung geimpft. In anderen Ländern ist die Impfrate jedoch viel tiefer und der Konsum von Rohmilch, Ziegenrohmilch auch groß. Das heißt, es wurden auch schon größere Ausbrüche berichtet, sind dokumentiert aus Estland, Lettland, der Slowakei durch den Konsum von Rohmilch, aber auch aus Deutschland und Frankreich sind Fälle dokumentiert durch den Konsum von Ziegenrohmilchkäse. Der letzte größere Ausbruch erfolgte im Jahr 2020 in Frankreich.
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Das grenzt auch an die Schweiz. Betroffen waren damals 37 Patienten. Wir haben uns dann gefragt, ja, was wissen wir über die Prävalenz von FSME-Viren in Ziegenrohmilch in der Schweiz und welche Bedeutung hat diese alimentäre Übertragung für die Schweiz? Zum Virus. Beim FSME-Virus handelt es sich um ein behülltes Virus. Das gehört zum Genus Flavivirus. Es besitzt ein einzelsträngiges Positiv-Sens-RNA-Genom und es sind 3 Subtypen beschrieben: der fernöstliche, der sibirische und der europäische Subtyp. Experten streiten, ob es da noch weitere Subtypen gäbe. In Europa ist jedoch nur der europäische Subtyp verbreitet. Der hauptsächliche Vektor vom FSME-Virus ist eine Zeckenart, der Gemeine Holzbock, Ixodes ricinus. Das ist auch die häufigste Zeckenart in Europa. Hunde- und Katzenbesitzer kennen dieses Bild. Links ist der Gemeine Holzbock dargestellt vor und rechts nach einer Blutmahlzeit. Die Zecken durchlaufen 3 Entwicklungsstadien: die Larve, die Nymphe und das adulte Tier. Und zwischen jedem Stadium ist eine Blutmahlzeit fällig. Die Zecken selber werden im Larven- und Nymphenstadium infiziert durch viremische Wirtstiere. Das sind Kleinsäuger, Igel, Maulwürfe, Mäuse und so weiter. Für diese Wirtstiere ist das FSME-Virus nicht pathogen. Der Lebensraum der Zecken, das wissen wir, das sind Wälder, Gebüsch, Waldränder und Grasland. Die Aktivität der Zecken ist abhängig von klimatischen Faktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit. Bei uns in der Schweiz im Mittelland sind Zecken vom Februar bis in den November aktiv. Der Übertragungsweg, das sehen wir auf der Grafik unten. Wie erwähnt, Larven und Nymphen infizieren sich durch viremische Wirtstiere. Die Zecken können dann das Virus durch Stiche auf andere Wildtiere übertragen, so auch auf den Menschen oder eben auch auf Nutztiere wie Ziegen, Schafe, Kühe. Die scheiden das Virus in der Milch aus und durch den Konsum von Rohmilch erfolgte von Nordost nach Südwest und inzwischen wird jedoch die gesamte Fläche der Schweiz als Risikogebiet betrachtet, mit 2 Ausnahmen, dem Kanton Genf und dem Kanton Tessin. Wobei beim Tessin möchte ich ein Fragezeichen setzen, darauf komme ich später noch zurück. FSME-Virus-infizierte Zecken treten gehäuft in sogenannten natürlichen Foci auf. Das sind Quadratmeter bis Quadratkilometer große Gebiete. Das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit publiziert auf ihrer Internetseite eine Karte der Schweiz, wo sämtliche gemeldeten Stichorte, wo es zu einer FSME-Übertragung auf den Menschen kam, eingezeichnet sind. Das sind da die orangen Flächen. Und mit den Tools, mit dem Plus kann man da reinzoomen und da interessiert natürlich, wie das aussieht im eigenen Wohnort. Das habe ich dann gemacht für meinen Wohnort oben rechts, diese Insel. Ich bin glücklich und wohne auf dieser FSME-Virus-freien Insel, aber im Herbst gehe ich gerne Pilze suchen im Wald der umliegenden Gemeinden. Deshalb bin ich geimpft gegen das Virus.
Dann zur Krankheit. Die Inkubationszeit dauert ca. 7 Tage. Die meisten Infektionen verlaufen asymptomatisch. Wenn es zu Symptomen kommt, dann ist ein zweiphasiger Krankheitsverlauf typisch für diese Krankheit. In der ersten virämischen Phase treten grippeähnliche Symptome auf, die ca. eine Woche andauern. Diese äußern sich mit Fieber, Müdigkeit, Kopfgliederschmerzen, Übelkeit und so weiter. Danach folgt eine asymptomatische Zwischenphase, die wiederum etwa eine Woche dauert. Man hat das Gefühl, man ist wieder gesund, aber dann folgt die zweite Phase. Da wird vom Virus das zentrale Nervensystem angegriffen. Das kann zu neurologischen Schäden führen. Betroffen sind Hirnhäute, Gehirn und es gibt Rückenmarkentzündungen bis hin zu Lähmungen. Das dauert im besten Fall 3 Tage, kann aber auch Wochen oder sogar Monate dauern. Dieser zweiphasige Verlauf, der charakteristisch ist, tritt etwa in 20-30% der Fälle auf, bezogen auf den europäischen Virussubtyp. Schwere neurologische Komplikationen treten bei ca. 10% der Fälle auf und die Mortalitätsrate beträgt 0,5 bis 2%. Bei der alimentären Übertragung des Virus spricht man historisch vom biphasischen Milchfieber. Dort ist die Inkubationszeit etwas kürzer, dauert nur 2 bis 4 Tage und in 50% der Fälle beobachtet man einen einphasigen Krankheitsverlauf. Das äußert sich mit einem erhöhten Hirndruck, starken Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, Schwindel, Schläfrigkeit, Lichtempfindlichkeit und gastrointestinalen Problemen und so weiter. In den anderen 50% der Fälle tritt ein zweiphasiger Krankheitsverlauf auf, wobei in der ersten Phase visuelle Störungen auftreten können, ein verschwommenes Bild oder auch Doppelbilder, begleitet mit hohem Fieber. In der zweiten Phase tritt Meningismus auf und Enzephalitis. Zur alimentären Übertragung. Die Anzahl FSME-Virus-infizierter Tiere in einer Herde ist stark variabel. Es kann ein Tier infiziert sein, also gar kein Tier auch, oder alle Tiere können infiziert sein. Wenn ein Tier infiziert wird, kann man das Virus etwa 2 bis 6 Tage nach der Infektion in der Milch nachweisen. In der virämischen Phase wird das Virus dann während ca. 7 Tagen in der Milch ausgeschieden. Infizierte Tiere zeigen selber keine Symptome und nach einer erstmaligen Infektion tritt eine Serokonversion ein, das heißt, das Tier macht dann spezifische Antikörper, die im Blutserum auch nachgewiesen werden können. Aufgrund von solchen serologischen Daten wurde die Wahrscheinlichkeit berechnet von einer FSME-Virus kontaminierter Milch. Und man kam zum Schluss, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Die wurde errechnet mit 0,024%. Das heißt, jede etwa 5000. Milchprobe ist viruskontaminiert. Wichtig zu erwähnen ist, dass durch Pasteurisierung das Virus in der Milch komplett inaktiviert wird. Was weiß man über die Prävalenz vom Virus und Antikörpern? Aus einer Studie ist bekannt, dass 0,46% der Zecken in der Schweiz sind viruspositiv. Und aus einer serologischen Studie aus dem Kanton Wallis weiß man, dass 4,3% der Ziegen Antikörper im Blut hatten. Und dasselbe aus dem Kanton Tessin, da waren 14,6% der Ziegen hatten Antikörper. Deshalb habe ich vorher dieses Fragezeichen beim Kanton Tessin gesetzt. Ich denke auch, der Kanton Tessin ist Risikogebiet. Wir haben dann im Jahr 2020 nach diesem Fall in Frankreich eine Methode bei uns im Labor etabliert.
Wir haben zuerst geschaut, was ist schon bekannt zum Nachweis. Das nationale Referenzlabor der Slowakei hatte da schon eine Methode und auch in Frankreich wurde eine Methode angewendet. Wir wollten eine Methode entwickeln für die Matrizes Ziegenmilch und auch Frischkäse und haben dann für die Virusextraktion einen Zentrifugationsschritt getestet und als alternative Methode eine Trizol-Chloroform-Extraktion, wie wir das auch für Rohwurstwaren und Leberwurst verwenden, für fetthaltige Matrizes. Positives Kontrollmaterial hatten wir zur Verfügung. Erstens natürlich kontaminierte Ziegen- und Schafmilch von der Slowakei und auch eine FSME-infizierte Zellkultur. Hier in der Tabelle dargestellt ist die Methode in einzelnen Schritten, da gehe ich nicht in die Details. Nur kurz, als Probenmaterial werden 300 Mikroliter Ziegenrohmilch verwendet für beide Methoden. Und beim Zentrifugationsschritt ist man bei Schritt 4 bereits bei der RNA-Extraktion. Bei der Trizol-Chloroform-Extraktion auf der rechten Seite braucht es 7 Schritte, bis man die RNA extrahieren kann. Und man fragt sich, lohnt sich dieser Mehraufwand wirklich? Wir haben das experimentell getestet. Übrigens auch das BFR hat inzwischen eine Methode etabliert und wir haben uns ausgetauscht. Und die sind sehr ähnlich wie unsere intern entwickelten Methoden. Die Details sehen Sie oben. Ich gehe dann gleich zu der Resultatetabelle. Wir haben einerseits eben die Zentrifugation angewendet, andererseits die Trizol-Chloroform-Extraktion. Wir haben 2 verschiedene Reverse-Transkriptase-qPCR-Mastermixes verwendet, den ACPAS-ID und den GOTAC-Probe-Mastermix und jeweils 3 verschiedene PCR-Assays. Als Samples hatten wir 3 natürlich kontaminierte Ziegenrohmilchproben zur Verfügung. Und jetzt gehen wir hier bei Milch 1 durch die Reihe und suchen den tiefsten CQ-Wert, weil mit diesem experimentellen Setup konnten am meisten Viruskopien nachgewiesen werden. Und wir sehen, dass mit diesem experimentellen Setup, also Trizol-Chloroform, ACPAS-ID und diesen beiden qPCR-Assays, die tiefsten Werte generiert werden für alle 3 Milchproben, wie auch mit dem GOTAC Probe Master Mix. Bei der Zentrifugation, da ist das erste experimentelle Setup generiert auch noch akzeptable Werte. In einem weiteren Experiment haben wir dann die positive Milch seriell verdünnt in negativer Milch und geschaut, wie weit können wir diese Viren noch nachweisen. Und hier sieht man, dass die Trizol-Chloroform-Methode etwas besser performt wie die Zentrifugationsmethode. Weiter haben wir auch die Amplifikationseffizienz betrachtet und die Wiederfindungsrate mit dem Mengo-Virus. Und das sieht alles gut aus, bis hier zur Zentrifugationsmethode, wo die Wiederfindungsrate des Mengo-Virus doch etwas schlecht performt. Wir haben dann für unser Monitoring dieses experimentelle Setup gewählt. Dann zum Monitoring. Wir haben durch den Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer in der Schweiz haben wir Kontakt aufgenommen zu den 6 größten Ziegenmilchverarbeitern. Aus unserem privaten Netzwerk hatten wir auch noch den Kontakt zu 2 Ziegenzüchtern aus dem Berner Jura. Die Probenerhebung hat im Zeitraum von Anfang April bis Anfang Juli 2021 wurde durchgeführt, also Frühsommer, wie die Krankheit eben auch heißt. Und es wurden Proben von unpasteurisierter Tankmilch erhoben. Je nach Größe
der Käsereien wurden 2 bis 6 Probenahmen pro Woche durchgeführt. Die Proben wurden dann lokal in den Käsereien gelagert, im Gefrierschrank und dann an unser Labor gesendet. Wir haben die Verarbeiter gebeten, die Herdengröße im Auge zu behalten. Es sollten nicht mehr Tiere wie 100 Ziegen zum Poolmilch beigesteuert haben, wegen der Nachweisbarkeit respektive Nachweisgrenze. Dann zu den Ergebnissen. Von den insgesamt 230 erhobenen Proben waren 5 FSME-Virus positiv. Das ist eine Prävalenz von 2,2%. Es war also viel höher, als wir aus dieser Serologiestudie vermutet hatten. Wir haben jedoch sehr hohe CQ-Werte beobachtet, größer 36. Das heißt, in den Milchproben waren doch nur eher tiefe Viruskopienzahlen vorhanden. Hier dargestellt ist ein typischer Amplifikationsplot mit der Positivkontrolle und dann im hohen CT-Bereich von größer 36 dann die Proben. Dieser hohe CT-Wert erstaunt eigentlich nicht, weil wir haben ja Tankmilchproben beprobt und da ist natürlich der Verdünnungseffekt entsprechend groß. Diese Grafik kennen wir bereits, da sind die Stichorte eingezeichnet. Wir haben dann die Käsereien respektive das Milcheinzugsgebiet eingezeichnet hier und die Anzahl positiver Milchproben. Und wir sehen hier beim roten Kreis, da hatten wir 3 positive Proben und die Fläche darunter ist orange, das heißt, dort haben sich viele Menschen infiziert mit dem Virus, aber auch viele Nutztiere. Deshalb haben wir das Virus dann auch in der Milch gefunden dort. Ja, und andere Regionen, die nicht viel gelbe Bereiche aufweisen, die waren alle Milchproben negativ. Vom größten Milchverarbeiter, die Nummer 1, da war auch eine Probe positiv, was nicht erstaunlich ist, weil der einfach so viel Milch verarbeitet. Weitere Auswertungen haben wir da nicht gemacht, keine Statistik, die Datenlage war doch etwas dünn. Aber ich komme somit zur Schlussfolgerung. Unsere entwickelte Methode zum Nachweis des FSME-Virus in Ziegenrohmilch, wie auch in Frischkäse, was ich jetzt nicht gezeigt habe, die funktioniert soweit gut. Wir haben das Virus in Schweizer Ziegenrohmilch nachgewiesen. Eine Infektion mit dem Virus durch den Konsum von kontaminierter Rohmilch ist daher möglich. Die Prävalenz von FSME-Virus in Ziegenrohmilch ist höher als erwartet. Die FSME-Virus-positiven Milchproben stammen aus Regionen mit einer hohen Anzahl gemeldeter Stichorte. Also wo sich die Menschen infizieren, durch Zeckenstiche infizieren sich auch Nutztiere und man findet das Virus in der Milch. Die meisten Milchverarbeiter verwenden nur pasteurisierte Ziegenmilch, das heißt, für den Konsumenten besteht da kein Risiko. Nur bei sogenannter Haushaltsmilch direkt vom Bauernhof wird die Milch nicht hitzebehandelt oder auch nicht getestet. Dort besteht sehr wohl ein Restrisiko für eine Infektion. Es muss aber auch gesagt werden, dass über die Infektiosität des Virus in positiven Milchproben keine Aussage möglich ist. Wir haben ja nur das Virusgenom nachgewiesen und nicht die Infektiosität. Da ist weitere Forschungsarbeit notwendig. Und am Schluss, es ist eine wirksame Impfung gegen FSME verfügbar. Dann bin ich am Ende von meiner Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch noch bei allen Leuten bedanken, die zu dieser Arbeit irgendwie beigetragen haben. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Danke, Herr Mohr. Vielen Dank für Ihren schönen Vortrag.